Ähm, heute, also wir waren bei Arad Atasata Ja. und ja, ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfange und wo es aufhört, weil ich hatte halt auch noch in deinem Buch ein offenes Wort gelesen. Mhm. Ein offenes Wort. Und ja, wo du im Grunde aufzeigst, wie menschenverachtend und verbrecherisch im Grunde vor allen Dingen das Christentum, aber generell die Religionen sind. Und eben hier Dekalog, Dedekalog, was die wahren Gebote sind, was als 10 Gebote bekannt sind. Und ich bin da gerade so ein bisschen dran, eben wegen Jehova. Das gibt ja eben auch in der Bibel halt Exodus 6,3, wo es heißt, dass sein wahrer Name, also Gott, mein wahrer Name ist aber Jehova. Und dass das halt nur ein Mensch war. Und das schreibst du ja auch. Das war nur ein Mensch. Und Sekunde jetzt. Ja, alle Götter sind nichts als Menschen gewesen. Ja. Einfach weit hergereiste, also die, wie wir immer sagen, die Fremden. Ja. Oder? Und das sind eben verschiedene von verschiedenen Planeten auch, also Galaxien und so weiter und so fort, oder? Und Menschen oder Menschenähnliche, oder? Wo so menschenähnlich ausgesehen haben, die jedoch vogelmäßig zum Beispiel oder tiermäßig und so weiter und so fort, wo da die Galvin-Menschen übernommen haben schon, wo sie nach Nordamerika gekommen sind, wo sie nachher da die Federn gebraucht haben, um sich zu schmücken. Die Indianer haben das nachher auch gemacht, oder? Und haben das nachgeahmt, sozusagen. Weißt, die haben sich eins gefühlt mit diesen Göttern, oder, wo sie dann angebetet haben, indem sie eben Federschmuck angelegt haben, oder? Und das ist dort mal passiert vor etwa, was heisst, wenn ich mich richtig erinnere, hat der Zeitpunkt etwa vor 23.000 Jahren stattgefunden. Also zu einer ganz anderen Zeit, als unsere Archäologen und Geologen sagen. Vor 23.000 Jahren vor circa 23.000 Jahren. Und unsere sagen, es ist etwa vor 4.000 oder 5.000 Jahren oder 6.000 Jahren gsi, wo nach Nordamerika gekommen sind, vom Kontinent, wo wir da sind, also der europäische Kontinent, oder, wo hin bis im Osten von Russland geht, wo dann die Beringstraße kommt, oder? Wo die eingewandert sind von Europa dort über nach Nordamerika. Und das sind eben die Galvin-Menschen, oder wie es Horoni-Menschen und so sind das gewesen. Und die haben eben Federschmuck als haben die gebraucht, wie andere Götter andere Sachen gehabt haben, wo die Erling dann nachher gebraucht haben. Ja, in Mexico City mit Guillermo habe ich da auch im Museum, wo er dann auf so eine Gottheit halt eben auch aufmerksam machte. Und das war so auch so ein wunderschöner Federnschmuck. Ja. Und das bestätigt ja das, was du... Eben, das kommt von denen, wie sie heute denen sagen,
Galvin-Menschen sind das gewesen, oder die sind von Europa nach Nordamerika gekommen und haben sich ausbreitet nach über Jahrtausende bis aber nach Brasilien, Südamerika, Brasilien und so weiter und so. Ja. Über ganz Amerika. Und ja, das ist auch von anderen dann noch Amerika besucht worden, wie von den alten Wikinger, von den alten Nordmännern da vor etwa 2200 Jahren her und so weiter und so fort. Wo es heute noch die Archäologen streiten darum und einfach Vermutungen, wilde, blöde Annahmen und Vermutungen herstellen und der Menschheit das und dieses weiss machen wollen, wo hinten und vorne nicht stimmt. Ja. Du schreibst hier in dem Buch eben ein offenes Wort, das ist jetzt ein längerer Satz, aber ich lese den halt ganz vor. Für den auch nur einigermaßen normal denkenden Menschen dürfte durch solche Tatsachen wohl bewiesen sein. Da geht es um ein Zitat aus Talmud Immanuel, wo 7 Gestirnmänner und Bavi-Männer erwähnt werden. Dürfte durch solche Tatsachen wohl bewiesen sein, dass der Erdenmensch nicht mehr rein irdischen Ursprungs ist und dass tatsächlich schon zu recht frühen Zeiten die Erde und deren Menschenrassen von außerirdischen menschlichen Lebensformen besucht und beeinflusst wurden, ja, dass der Erdenmensch mit diesen Außerirdischen gar zeugungsmäßig Kontakt hatte, aus deren Nachkommenschaft sich der heutige Erdenmensch in seinen verschiedensten Rassen entwickelte. Wobei es besonders interessant sein dürfte, zu wissen, dass auf der Erde zur heutigen Zeit mehr verschiedene Menschenrassen existieren, als der Planet selbst hervorgebracht hat, weil ein Planet in der Regel nur bis zu 3 verschiedene Menschenrassen kreiert und zum Leben bringt. Ja. Das ist so, ich sage es jetzt auf die Art und Weise, wie ich das kennengelernt habe mit dem Sfal zusammen. Der Erling, also der reine Erling, der ist etwa 1,5 Milliarden Jahre alt da auf der Erde. Wo aus der Erde raus selber der Erling entstanden ist, wo sich durch Wesen zum Mensch gestaltet hat, schlussendlich. Und das ist etwa um die 1,5 Milliarden Jahre her. Milliarden oder Millionen? Millionen, Entschuldigung, ja. Millionen Jahre. Ja. Und die anderen, die sind hergekommen eigentlich von dort, wo zwischen dem Mars und Jupiter, wo die Planeten dort, das sind 2 gewesen, also einer auf dieser Seite, andere auf der anderen Seite von der Sonne. Ja. Und die sind vor über 100 Millionen Jahren sind die Fremden, die weit hergereisten, dort her und haben die Planeten dort bewohnt. Also die Herwärtigen und die jenseits von der Sonne. Und die haben die Krach bekommen miteinander, sind hintereinander gekommen und haben die Planeten zerstört. Und dann sind sie geflüchtet, gemeinsam auf den nächsten, wo möglich war für sie, und das ist der Mars gewesen. Und den haben sie auch wieder im Lauf von Jahrmillionen zur Sau gemacht. Und hat sich da alles zurückgebildet, ist unbewohnbar geworden, und dann sind sie wieder auf die Erde gekommen. Also von dort aus nachher auf die Erde gekommen. Weil sie auch den Planet haben müssen verlassen, weil der Planet leblos geworden ist, sozusagen. Obwohl der Planet selber noch Leben hat. Aber weisst,
wie sagt man, weißt du, so minimales Mikroben und Bakterienleben und so weiter und so fort. Das kann unter Umständen wieder einmal zum Leben kommen. Unter Umständen, wie, das weiss ich auch nicht, vielleicht durch das, was der Mensch mal einwirkt oder sonst und so weiter und so. Jedenfalls sind sie dann da zur Erde gekommen. Das ist auch viele Millionen Jahre her schon, wo sich die Fremden, die weit hergereisten, also Nachkommen von den weit hergereisten, da auf der Erde stationiert haben und da angefangen haben zu leben und sich vor 50 oder 100 oder 200.000, 300.000 Jahren dann wieder so akklimatisiert haben, dass daraus der Homo sapiens entstanden ist. Der heute lebt. Der hat sich also auf der Erde, hat sich der entwickelt, ist aus der Erde raus wieder entstanden, also weisst, aber hergebracht worden aus anderen Welten, aus anderen Planeten, aus anderen Sonnensystemen, aus anderen Galaxien. Ja, es ist so ein, also du sprichst von Malona, ne? Der Planet, den sie zerstört haben. Ja. Und noch diesen anderen Planeten, Ja. der da. Ja. Und genau, und dann waren sie noch auf dem Mars, dann sind sie hierher gekommen. Richtig. Das, was noch übrig geblieben ist, ist nachher auf die Erde gekommen. Ja. Dann sind da aber noch so viele andere Einflüsse gewesen. Dann waren da noch die Langschädel. Ja, das sind dann einige gewesen, eben weit hergereiste Nachkommen von den weit hergereisten, Ja. wo sich auch gewandelt haben, dort mal auf Malona und so weiter, wo sich dort festgesetzt hat, Krach bekommen mit den anderen und auf den Mars geflüchtet sind und nachher zur Erde, oder? Und die haben ja Verbindungen gehabt, Verbindungen geschaffen gehabt und zu den Vorfahren, zu den frühen Vorfahren und so weiter und so fort. Und haben sich natürlich auch dienen, sind wieder zur Erde gekommen und haben da mitgemischt und so weiter und so fort. Oder? Da die Langschädligen und die anderen, was da dann war, die menschenähnlich sind und so weiter und so fort. Und das hat sich dann schlussendlich das ergeben, was wie soll ich sagen, was Resultat ist von der Vermischung, oder? Wo sich dann das daraus ergeben hat, was heute Homo sapiens ist. Ja. Ja. Das hat nichts zu tun mit den Erdlingen, wo wirklich da aus der Erde, aus uralten Lebewesen entstanden sind. Und die sind all praktisch fast gleichzeitig da in Europa, in dem Teil, wo heute Europa ist, in dem Teil, wo heute Afrika ist, in dem Teil, wo Australien ist, wo der ferne Osten ist. Und der riesen Kontinent zwischen Australien, Indien und Afrika war. Und der ist spurlos verschwunden. Der ist effektiv untergegangen in dem Meer und ja. Das Einzige, was übrig geblieben ist Madagaskar. Ja. Das ist noch die einzige Dings, soviel ich weiss, wo noch restlich ist von dem riesen Kontinent, wo dort bestanden hat, wo heute Wissenschaftler überhaupt noch nichts weiss davon, dass die überhaupt jemals gegeben hat. Ja.
Und dann spielte halt noch rein, dass zum Beispiel Semjase auch sagte, dass es diese Genmanipulation gegeben hat. Richtig, früher ist medizinisch bastelt worden, technisch bastelt worden und so weiter und so fort. Und da hat es natürlich Veränderungen gegeben, so und diesen und jenen Weg. Technisch genau so, wo der grösste Teil untergegangen ist von dieser Technik, die dort mal aufgebaut worden ist, rund um die Welt herum. Und nicht nur an einem Ort, sondern wirklich rund um die Welt herum. Und auch medizinisch, das, was du sagst, wo Genmanipulationen stattgefunden haben und so weiter und so fort. Ja. Ja, und da weiß ich jetzt halt nicht, ob das stimmt, aber dass wir im Grunde auch immer noch Träger von so einem Aggressionsgen sind. Richtig, das ist von dort her noch. Ja, weil weil wir eben das ist führen ja nicht ständig natürlich, das ist nicht natürlich, sondern das ist genmanipulativ erfunden worden. Die Aggressivität, die der Mensch in sich hat. Ja. Und die wäre auch manipulativ wieder zu entfernen, wieder auf Nullpunkt zu bringen. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn, wo die im Sinn haben. Die haben Krieg führen, machtgierig und so weiter und so fort, oder? Wo in Wirklichkeit der Mensch das gar nicht ist. Das ist manipulativ erzeugt worden. Ja. Ja, und das hat nichts zu tun mit dem, dass der Mensch eventuell wie der Dings erzählt hat vom Affenabstand, das stimmt nicht. Ja, das ist das hat klar. Überhaupt nichts zu tun. Ja. Der Mensch hat mit dem Affenwesen überhaupt nichts zu tun. Der Erling, die heute da sind, die haben überhaupt nichts zu tun mit dem, was der Darwin erzählt hat. Der Mensch, der Homo sapiens hat rein gar nichts zu tun mit dem Erling, mit dem reinen Erling, der etwa vor 1,5 Millionen Jahren entstanden ist. Und die sind entstanden vor etwa 1 Million Jahren und so, wo sie angefangen haben, dann mit Werkzeug schaffen, weisst, Stein und so weiter und so fort, oder? Wo sie auch ihre Nahrung auf die Art besorgt haben, mit Stein und so weiter und so fort, wo sie als Waffe gebraucht haben. Also sind das Ergebnis der natürlichen Evolution. Ja, genau. Und das sind auch sehr viel grössere Tiere als wir heute kennen. Zum Beispiel Faultiere, die sind so gross gewesen wie damals so gross gewesen wie Elefanten. Ja, ohne Spass. Ja. Da hat's Wesen gegeben, Schlangen zum Beispiel. Die längste, wo das Pfad mit mir gemessen hat, die hat 28 Meter gehabt. Stell dir mal vor, eine Schlange, 28 Meter hat sie gehabt. Also nach unserem Mess, wo wir da haben auf der Erde. Ja. Oder weisst du, die Affen, die sind genau gleich in der Entwicklung etwa wie Menschen, weisst da gibt's Früchte, weisst die wandelt sich durch das überreifen zu Alkohol werden, oder? Da besaufen sich die Affen damit und werden besoffen, wie Sternhagel besoffen. Also, da habe ich also wirklich gestaunt, gell? Ja. Mit dem Svat zusammen, wo ich das gesehen habe, dass die da sich beduseln, besaufen. Ja. Oder? Ja.
Ne, Die haben Ähnlichkeiten, aber das sind wieder Wesen, die sehr viel später entstanden sind, wie der Erdling vor etwa 45 Millionen Jahren, oder? Wo er sich da auf der ganzen Welt, der reine Erdling, sich entwickelt hat. Das ist nicht der Urmensch, wo man redet davon, sondern das ist der Erdling, der sich vor etwa 45 Millionen Jahren, wie gesagt, anfangen zu entwickeln hat. Und der ist wieder völlig ausgerottet worden von den Fremden. Ah, okay. Ja, also es hat da Phasen der Entwicklung und auch wieder der Ausrottung. Ja, also richtig. die Langschädel sind ja auch ausgerottet worden. Richtig. Ne, weil Es hat noch einige Nachkommen, Ja. wo heute noch leben, wo auf die langschädlige Retour führen, aber ich denke, Ja. die muss man suchen. Ja, Richtig kann- suchen. Ja. Aber der Mensch, der wirklich da entstanden ist, vor etwa 45 Millionen Jahren, der sich da entwickelt hat, der ist wieder völlig ausgerottet worden. Es ist also falsche ihre Annahme, wo die Wissenschaftler wieder verbreitet haben. Der Mensch hat sich aus denen heraus entwickelt. Das stimmt hinten und vorne nicht. Ja. Sondern er hat sich entwickelt aus den weit Hergereisten, aus den fernen Nachkommen von den weit Hergereisten. Ja. Von diesen Fremden also. Ja, der nächste Satz hier, das ist der 1543. Satz in ein offenes Wort. Nur bewusstseinsmäßig noch unterentwickelte Erdenmenschen vermögen heute immer noch zu behaupten, dass dem allem nicht so sei, während für den bewusstseinsnormalen und wahrlich denkfähigen Menschen die schon seit langem vorliegenden Beweise genügend sind, um zu wissen, dass irgendwelche außerirdische Menschenrassen bei der Züchtung, in Anführungsstrichen, des Erdlings Homo sapiens maßgebend beteiligt waren und dass diese gegenüber dem irdischen Menschen als Engel und Götter in Funktion traten. Ja. Also sie selber sind ja nicht als Götter in Erscheinung getreten, sondern einfach als Menschen, die gewusst hat, die weiterentwickelt sind. Götter hat der Erdling. Also die auf der Erde gelebt haben, die fernen Nachkommen, die ihre Urahnen schon längst vergessen haben, als Götter angeschaut. Ja. Und sie als Götter bezeichnet und sie als Götter angebetet bis zum heutigen Tag. Ja. Das, ja, Und das hat alles hat, aber mit ein paar Jahren hat das rein gar nichts zu tun. na, das ist schon klar. Aber es war auch so, dass die eben mit dieser Genmanipulation und all das sich auch als Götter auch aufgestellt Ja, die haben sich, wie der Mensch das hat, Ja. und das ist seit Urzeiten sehr weg. Der Mensch ist überheblich. Ja. Es sind wenige Rassen und wenige Geschlechter, also Menschen, Geschlechter, wo nicht aggressiv sind. Ja. Viele sind aggressiv worden durch Genmanipulation oder irgendwelche Sachen sonst. Und Ja. das, was heute beim Erdenmensch ist, das ist aber Genmanipulation. Seine Aggressivität, wo in ihm hocken tut, das ist genmanipuliert. Ja, und wird in der Zukunft dann auch wieder aufgehoben. Ja, aber das wird lang dauern. Ja. Zuerst müssen sie mal dahinter kommen, wie man das macht, dass man das wieder genmäßig kann retour bilden. Ja. Das heisst, die Wissenschaft, wirklich die Wissenschaft,
gute Wissenschaft muss lernen, wie man DNA beeinflussen tut und das dort wieder rausholt, wo das integriert worden ist. Ja. Ja, mal schauen. Ja, das wird noch Das lang wird- ja, da. ja. Sie haben jetzt, der DNA haben sie jetzt entdeckt, oder? Sie pröbeln an dem, sie wissen, einiges, wie es jetzt funktioniert mit der mit der DNA. Das ist eine Säure, ein Säureband. Und, wie man das wieder in die Ordnung bringt, das wird dauern. Ja, ja. Zuerst müssen sie mal drauf kommen, wo das überhaupt ist, Ja. wo das kann entfernt werden. Ja. Das kann aus der DNA-Säure raus entfernt werden, wie es eingesetzt worden ist. Ja. Ja, es gibt schon Genscheren, ne? wo man Teile von Genen rausschneiden genau. kann. Ja. Und, Aber eben, aber finden müssen sie es. finden müssen sie es, ja. Ja. Das ist das Schwierige. Ja. Ja. und dann hören auch die Kriegerei und alles zusammen auf. Die Gewalt und alles zusammen. Ja. Oder? Ja. Ja, weil es hört ja nie auf. Also es geht ja immer weiter mit diesen Ja, das wird noch Jahrhunderte, Jahrtausende dauern, bis sie endlich so weit sind, dass das kann behoben werden. Ja. Zuallererst kommt einmal das, dass jetzt mit dem KI vorwärts machen können und die Menschheit versklaven wollen damit. ja, Oder? Schlimmer als das vor Zeiten war. ja. Ja. Es geht dann weiter. 1564. Götter tauchten also nicht erst vor rund 2000 Jahren oder vor 4.500 Jahren auf der Erde auf, sondern schon zu Das- viel früheren Zeiten. Ja, das sind Millionen Jahre Ja. voran schon. Ja, genau, das erwähnst du dann auch. Wobei in indischen Sanskrit-Schriften und buddhistischen Schriftrollen sagenhafte Dinge erwähnt und dargelegt werden, die auf bestimmte Gestirne hinweisen und Jahrzahlen nennen, die oft Millionen von Jahren zurückgreifen richtig. in die fernste Vergangenheit. Ja. Also ist die Menschheitsgeschichte, Sehr viel älter als die da unten behaupten. ja. Und wo du jetzt auch beschrieben hast, dass der Urmensch hier wieder ausgerottet wurde, Ja. ja, zeigt eben, dass und Ja, das, Urmensch, alleine da von der Erde, Ja, Urmensch. ja. Oder? Und der hat sich etwa vor 45 Millionen, 50 Millionen Jahren angefangen zu entwickeln. Und das hat das gegeben, was eben der Urmensch, wo wir später dann Magro-Mensch oder Neandertaler und so nennen tun und so weiter, wo effektiv ausgerottet worden sind. ja. Ja. Und die haben ungefähr die gleiche DNA gehabt, wie die weit hergereisten die auch mitgebracht haben. ja. Ja, es ist so ein großes Pool an Genen und Vermischungen. Ja, richtig. Das ist, glaube ich, ziemlich einmalig wahrscheinlich in der Galaxie, wenn nicht vielleicht sogar im Universum. Ich glaube nicht, so wie das Vater mir das gezeigt hat und was er gesagt hat, ist das gang und gäbe gewesen. Ganzer Block von der Schöpfung in den anderen Universen, in den anderen Materiengürtel, Kosmos genau dasselbe passiert. Das Austausch. Nicht ein Austausch, sondern weil der Mensch einen freien Willen hat. Oder? Wo es Bewusstsein hat, muss man sagen. Durch die Schöpfungslebensenergie
ein bewusstes Bewusstsein hat, währenddem andere nur ein halbweises Bewusstsein haben, also halbe Bewusstsein, oder einfach Instinktbewusstsein haben und so weiter und so fort. Ist der Mensch das, was Mensch ist oder menschenähnlich ist, oder? Eben auf die Art ausgerichtet, dass es bewusst ist. Und das hat auch menschenähnliche Wesen, so reptilienartig und so weiter, wo das auch haben, wo ein weitgehendes Bewusstsein haben. Aber eben zum Beispiel reptilienartig, wo auch eine Aggressivität dahinter stecken tut, oder? Und das nachher übertragen worden ist auf Menschen, die wiederum manipuliert haben und das, was auf sie übertragen worden ist von anderen, von menschenähnlichen Wesen, wo eben irgendwie aggressiv sind, das manipulativ gemacht haben, weil sie haben wollen, Gruppen oder Armeen schaffen, wo dann gegen die anderen losgehen, dass sie sich ausbreiten können und die anderen unterdrückt werden. Ja. Oder? Aber dann ist diese, ja, das, man guckt, wo ein Planet ist am Sterben oder so, man guckt wieder, wo kann man weiterleben, Richtig. sozusagen. Also ist da, Richtig. Das wird auch auf der Erde so gemacht. Da wandert man aus, oder? Und tut auf einem anderen Gebiet das aneignen, oder? Und macht sich breit dort und fängt es an verteidigen. Mord und Totschlag, ja, oder? Und das macht der Mensch da auf der Erde genauso, wie es im Weltraum aussen gemacht worden ist und weiterhin gemacht wird. ja. Oder? Ja, die Amerikaner beanspruchen ja schon den Mars für sich, ne? Ja, Obwohl sie noch gar nicht da waren. ja, ja, ja. Ja, Ja, und jetzt hat ja der andere ausgerufen, er schicke Militär nach Grönland und Kanada, um das zu kassieren und so weiter und so fort, Ja. oder? ja. Genau. Aber also, wenn wir einmal weiter. Ja. Ja. Jetzt, dann schreibst du halt weiter. Verschiedene Mythologien beschreiben oft auch sehr seltsame Dinge, die sich zugetragen haben sollen in alten Zeiten der Erd- und Menschheitsgeschichte. Fantasie? Fragezeichen. Zu einem gewissen Teil sicher, doch zum anderen Teil mit Bestimmtheit nicht, und zwar mit Sicherheit dort nicht, wo sich die verschiedensten und unter sich unabhängigen Legenden untereinander vereinen und dasselbe aussagen. Richtig. Das eigentlich, finde ich, wieder ein guter Anhalt, wo man das selbst überprüfen kann. Ja. Könnte das so gewesen sein? Das siehst du auch da auf der Erde. In der Gegenwart, in der Vergangenheit. In der Gegenwart siehst du da, was geht und läuft jetzt mit dem Krieg, oder? Da im Nahen Osten. Wo der, wie heisst der Netanyahu, der grosse Mensch spielen tut dort und alles kassieren wird. Genozidisch, wo alles ausrotten dort und wo das Israel-Gebiet machen daraus. Ja. Genau dasselbe passiert also da auf der Erde, wie es schon früher passiert ist. Ja. Weltweit, universumweit. Also kosmosweit. Ja. In einem sehr wichtigen Punkt geht es dabei immer auf eine Urrasse der irdischen Menschheit hinaus, mit ganz bestimmten zuständigen Göttern, die meistens nur für eine oder bis zu 3 irdischen Menschenrassen herrschend waren. Ja. So auch der Gott der Juden, der sich dann auch das Christentum durch eigene Gnaden als lieben Gott einverleibte, obwohl er Jehova und Konsorten
einzig und allein für die Juden zuständig war. Ja, ich nenne die einfach, das sind die Vasallen von den Göttern, weisst. Ja, Und dann kommt noch der Bevölkerungsteil dazu, wo der Scheiß glaubt, wo noch mitmacht. Oder? genau, du schreibst dann nämlich weiter, mit völliger Sicherheit war der große Priestermagier, Volksführer und ehemalige Kriegsfeldherr Moses seines Amtes als jüdischer Volksführer und Volksprophet nicht allein von eigenen Gnaden, Nein. denn alles weist darauf hin, dass er in gewissen Dingen ein Befehlshaber war und von einem Außerirdischen, von einem Gott dirigiert wurde. Ja. Es war derselbe Gott, der Herr, Zebaoth und Jehova und wie er sich sonst noch zu nennen beliebte, der als Übermensch gegenüber den Erdlingen auftrat und der noch 3500 Jahre später als lieber Gott im Gehirn des Christentums herumspukt und den Gläubigen verrückt macht. Ja. Genau, was da auf der Erde passiert. Da Zelensky nimmst, den Netanyahu nimmst, der grosse Boss ist Amerika, oder? Ja. Dann dienen das dirigieren in der Ukraine und in Israel. Ja. Ja. Genau dasselbe, nur ist eben da auf der Erde. Es sind nicht die Fremden, es sind nicht die weit hergereisten, sondern es sind die da auf der Erde genau das Gleiche machen. Ja. Der Jehova, war das ein Hergereister oder? Ja, richtig. Das war ein Hergereister. Und Moses war dann sozusagen der Ein Befehl. Erdling, Ein Erdling genau, kannst du es vergleichen mit Zelensky. dem Zelensky und Ja. dem Netanyahu. Ja. Ja, wo abhängig sind von Amerikanerboss, oder? Und das ist gegenwärtig der Trump. Ja. Okay. Und Und Russland sind die oder der Putin oder was, wo da kannst sagen, wie du willst, oder? Sind die, die bekämpft werden. Über ja. den Zelensky und über den Netanyahu. Ja. Also stimmt es dann, dass sozusagen Jehova, um jetzt mal einen Namen zu nennen, das ist der Oberboss von einer bestimmten Gruppe oder Gruppierung oder Armee von weit hergereisten, von den Fremden. Aber welche das sind, ob die von da oder von dort aus dem Weltraum her gekommen sind, das weiss ich nicht, woher die sind. Ja, aber dieser imaginäre Gott der Bibel, das geht alles ja, auf das Jehova. ist nichts anderes als Jehova und Konsorten. Ja. Da hat der Jehova geheissen, an einem anderen Ort war eine andere Gruppe gewesen, die von einem anderen Ort hergekommen sind, eine andere Kultur hatten und da ist der Oberboss wieder ein anderer gewesen, oder? Ja, Da zum Beispiel in Indien, der Vishnu oder weiss der Teufel was, oder? ja, Oder in Südamerika der Quetzal, der Quetzalcoatl, ja, oder? ja. Oder in Ägypten der Da, oder? Und so weiter und so fort. Wo's die anderen da Plejaren den Namen übernommen haben, weil es ihnen der gefallen hat, wahrscheinlich, oder? Ja. Weil, genau, das ist nämlich eine andere... Eben, und wie ich dir schon mal gesagt habe, die Namen existieren nur gerade bei denen je einmal, oder? ja, Genau wie es fährt, existiert nur einmal oder hat nur einmal existiert. Woher er den Namen hat, weiss ich nicht. ja, Aber das ist auch ein angenommener Name gewesen, der nur einmal existiert hat. Genau wie jetzt nur einmal da existiert. Einmal Quetzal, einmal Semjase, einmal Pleja. ja. Ja, das verstehe ich schon. Jetzt, aber das
Es heißt nämlich auch in der Bibel, dass eben die Götter auf die Erde kamen. Da gibt's auch einen Vers, ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Das ist das war ja dann alles vor Jehova, aber Jehova, Ja. das ist sozusagen Ja, kleben geblieben. hat der gar noch nicht geklappt. Ja, genau. Der hat gar noch nicht geklappt. Da. Dann die ersten, wo auf der Erde gekommen sind, das ist, weiss ich, wie viele Millionen Jahre her. Ja. Nur dieses Monotheistische, was es ja in Wirklichkeit gar nicht wirklich ist, aber so wird's ja dargestellt im Christentum und im Judentum. Ne? Dieses Monotheistische geht auf Jehova zurück. Das kann man so sagen. Ne? Ja, das haben unsere jetzt da die letzten 2000 Jahre gemacht. Ja, Ist die Theokratie, die da existiert heutzutage, das ist erst gemacht worden durch die Religionen vom Christentum und vom Islam. Also vor etwas mehr als 2000 Jahren, wo das Christentum daraus rausgegangen ist und etwa vor 1600 Jahren, wo der Islam daraus entstanden ist. ja. Ja, die haben das dann einfach so entschieden, es gibt halt nur diesen einen Gott und Ja, haben da ist, voran ist einfach da, diesen und jenen ist als Gott angeschaut worden, als Gott bestimmt worden. Der und diesen und jenen. Und da hat es eben die sogenannte Vielgötterei gegeben. Oder? Und nachher ist der Monotheismus gekommen. Es nur noch ein Gott. Oder? Der Jehova. ja. Und daraus wurde dann ein nicht körperlicher, nicht menschlicher Gott. Genau. Der ist nur noch so ein imaginärer Das sind die Gott. eigentlichen Religionen, oder wie wir sagen, die eigentlichen Religionen entstanden. Voran sind sie keine Religionen gewesen. Voran sind sie einfach Glaubensgemeinschaften gewesen. Ja, Oder? Wo ganze Völker zum Beispiel, der Seich glaubt haben, die und die und die und die Götter, das sind unsere Beschützer und so weiter und so fort. Wie zum Beispiel in Indien mit 330.000 verschiedenen Göttern. ja, Stell dir mal das vor. ja. Die keiner alle weiß. Ja. Aber das ist von diesen Institutionen dann im Grunde gemacht worden. Also die dann, wie das entstanden ist mit dem Christentum, Ja. mit den Vatikanischen Konzilen und Konzil von Nicäa und so weiter, wo man dann einfach gesagt hat, so, das ist nicht mehr Jehova, sondern das ist jetzt Gott. Und, und jetzt ist es so, jetzt ist ein Gott der Stellvertreter da, oder? Ja. Da, beim Katholizismus, oder? Der Papst. Das ist auch ein Gotthilfen oder ein Gott für den Katholizismus. Ja. Es ist nicht mehr ein Mensch. Ja. Oder? Kriegt diesen Status. Ja. Einen Gottstatus. Ja. Ist völlig hirnrissig. Ja. Eigentlich alles. Aber ja, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. Muss mal der Präsident von Amerika anschauen. Der Trump. Der, wo sich als Papst verkaufen lässt, Fotos gemacht hat mit dem KI da. Er verkauft jetzt Fotos im Papstgewändli, oder? Er als Papst. Ja. Verkauft er rund um die Welt herum. Ja. Trump ist sowieso nicht zurechnungsfähig. Insofern, ja, vollkommen unberechenbar. Ja. Heute sagt er dies und morgen das Ja, Gegenteil. natürlich. Aber also sag einem Christen, dass Gott Jehova war, dann dreht er durch. Der dreht durch. Ja. Ja. Weil der Jehova vom Judentum herkommt. Ja, für die Juden ja Von der genauso. Hebräer schon. Ja. Oder?
Also kannst du auch im Juden sagen, ne, dass Ja. Gott Jehova war, dann Ja, dreht ja. der auch durch. Ja, logisch. Ja, ist schon erstaunlich, wie sehr. Weißt du, das ist so ein Fanatismus in diesen Religionen, in diesen Glaubensgruppierungen, das ist unglaublich. Da ist ein richtiger Fanatismus Ja. vorhanden. Die Ja. bringen dich um, wenn du dir sagst, ja, das ist der Gott von dem und diesem und jenem. Da versuchen sie dich umzulegen. Ja, Oder wenn du sagst, das ist nicht wahr, das ist alles Mumpitz. Ja, warum haben sie jetzt 27 Mal versucht, mich in Dienst zu befördern? ja, Hä? ja. Nur weil ich das Maul nicht behalten kann. Ja. Will ich halt Worte sagen. Aber hat das auch einiges oder viel, denke ich mal, auch mit diesem Aggressionsgen zu tun? Ja, ne? logisch. Dadurch verlieren Logisch. die schneller die Kontrolle. Ja, logisch. Ja? Also Logisch. natürlich ist da das Dogma und da ist dieser emotionale Widerstand, wenn man was dagegen sagt. Ja, ja. Aber dass es dann zu so Aggression dann Das ausartet, ist genau so. das Das kommt sofort auf Mord und Totschlag raus. ja, Oder? Das siehst du in jedem Land. Wir haben ein Land, glaube in Südamerika, wo kein Militär hat. Costa Rica hat kein Militär. Ja, das ist, Mittelamerika. ja, ist möglich, ja. In Costa Rica. Das ist, glaube ich, der einzige Staat auf der Welt, wo kein Militär hat. Ja. Steht aber unter dem Patronat der Amerikaner. Ja. Aber das siehst Menschen, die sind verpflichtet, von Staates wegen Militärdienst zu machen. Mhm. Gell? Ja. Die nicht daran denken, einen umzubringen und so weiter und so fort, die müssen im Militärdienst, kommen die Waffen über, werden an die Front gestellt und schon passiert's. Ja. Ist alles weg. Alles Denken, jede Bedenken sind weg. Man knallt drauf los, man leitet den nächsten um. Ja. Ohne, dass man ihn überhaupt kennt, ohne, dass man ihn je gesehen hat voran, ohne, dass er ein Wort zu einem gesagt hat oder dass man ein Wort gesprochen hat mit ihm. Es wird einfach gemordet. Ja. Ja. Daher sind Uniformen so wichtig, sonst weißt du Ja. nicht, auf wen du schießen sollst. Ja. 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 Ja, vielfach passiert es so, es werden einfach Kinder gekegelt, werden einfach Frauen, Männer, ohne dass man es sieht, ohne dass sie eine Uniform haben, werden sie einfach abgeknallt. Ja. Oder? Ja. Dann, es wird sofort hemmungslos, wird jeder Soldat sofort aktiv, hemmungslos und knallt alles ab, was ihm vor die Flinte kommt. Ja. Oder? Ja. Du hattest da noch, da ging es darum, und zwar hatte ich das hier rausgesucht, dass es eben auch aus der Bibel, weil es geht jetzt so ein bisschen zurück zu Arad Atasata. Ja. Und zwar, weil Sekunde muss ich da bin ich schon, das ist schon zu weit. Ja, genau, hier. Und zwar hatte ich mir da notiert, dass eben der 201. Satz, sagst du, dies im Gegensatz zum wahrlich weisen und geistigen Menschen, der lehrt und darauf hinweist, dass keine imaginäre Gottheit geistige Kräfte spendet, sondern dass Kräfte vom betreffenden Anwender durch Suchen und Forschen und durch die Erkennung der Wahrheit, des Erlangens, des Wissens, der Weisheit und der Liebe in sich selbst erschaffen werden müssen. Ja. Richtig. Und das ist ein kreativer Prozess. Ja, richtig. Und das wird uns im Grunde schon oft in der Kindheit so Abgewürgt. abgewürgt. Richtig.
Also wer malt oder singt, also dann sind sie noch im Kirchenchor, wo sie dann diese schrecklichen Lieder singen. Aber ansonsten wird das Abgewürgt. abgewürgt. Richtig Ja. gehend abgewürgt. Ja. Du wirst indoktriniert von den Eltern schon, oder? Aufs Böse trimmt, indoktrinativ aufs Böse trinkt. Wenn irgendein Kind kommt klagen, ja, der Sepp und dieses und jenes kommt von dem, wo mir das gesagt hat, ja, haust am Eis auf die Ohren oder sagst, bist ein Löli oder das ist schon Gewalt, Ja. oder? Ja. Wirst also schon von Kind auf indoktriniert aufs Böse, aufs Schlechte, aufs Negative. Ja. Und weil es gibt dann immer wieder die Christen, die sagen, wenn man über Gott spricht oder so, ja, dann, was ist Gott oder wer und so weiter, dann Gott ist Liebe. Ja, Und genau. dann Ja, er sagt, du sollst nicht töten. ja, Und andererseits aber, du sollst bestrafen, wenn er das nicht des Rechtens tut. ja, Oder? genau. Ist Und hirnrissig. ja, ist es auch. Und Genau das Konträre. ja, und dann, das ist nämlich hier aus dem Deuteronomium, also 5. Buch Mose. Da gibt's nämlich, das ist wirklich schwerer Tobak. Und zwar ist das Kapitel 22, Vers 20 und 21. Ist's aber die Wahrheit, dass die Jungfrau nicht gefunden ist, also wenn eine Frau in die Ehe gegeben wird und es stellt sich heraus, dass sie nicht Jungfrau ist, so soll... Sollst du verdammen. Ja, verdamme wäre ja noch schön. So soll man das Mädchen vor die Tür des Hauses ihres Vaters führen und die Leute der Stadt sollen sie steinigen, dass sie sterbe. Eben. Denn sie hat eine Schandtat in Israel begangen, dass sie in ihres Vaters Hause gehurt hat. Ja. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Eben, ja. So, von Gott persönlich. Eben. Ne? Also Eben, du sollst nicht töten. töten und dann aber Ja. eine Jungfrau umbringen. Oder wenn sie auch keine ist, ne? Ja, genau. Dann Ja. und da, Oder wo man es nicht kann eruieren oder weiss ja, ich was. weil Oder? es gibt bei auch Frauen, wo, Ja. wo es kaum blutet, oder? Ja, genau. Und Wo nicht kannst eruieren, was überhaupt mit dem weiblichen Wesen überhaupt los ist, ob es normal geartet ist oder anormal geartet ist oder eben zwickmässig geartet ist, wie wir sagen, weisst, ein Zwick ist das, wo zweigeschlechtlich ist, oder? Und das fällt dann da drunter, sie ist nicht mehr Jungfrau. ja, Oder? Einerseits heisst, du sollst nicht töten und andererseits heisst es aber genau das Gegenteil sollst dienen, wo nicht nach dem und dem Muster sind, sollen einfach umgebracht werden, sollen also getötet werden. ja, Oder? ja, Es ist ja ein Witz, aber ich weiss nicht, wie weit die Menschen eigentlich sind, dass sie so etwas nicht verstehen, nicht sehen, nicht begreifen, dass ein Widerspruch ohne Gleichen ist. ja. Oder? Das ist, Dass man nur kann glauben, dass man selber nicht denken tut. ja, Also ich kann das einfach nicht verstehen. Obwohl ich mich ein Leben lang mit dem beschäftige, aber ich kann es einfach nicht verstehen, warum der Mensch das nicht will sehen, nicht verstehen und so weiter und so fort. ja, das ist auch, Das geht einfach über meinen ganzen Horizont vom Verständnis. Das kann ich nicht nachvollziehen. ja. Ja, ist auch ich habe das durch Sam Harris, der schreibt halt eben sehr kritisch über Christentum. Und ich glaube, er ist Professor sogar in den USA. Und das habe ich halt durch ihn entdeckt. Und da meinte er im Vortrag, gut, dass das nicht zur Anwendung kommt, ne? Oder dass die Leute halt
Ja, nicht zur Anwendung. Also- Das kommt zur Anwendung. Ja. Nur kriegt er das offenbar nicht mit, dass das tatsächlich passiert. Ja, also im Da Allgemeinen. und dort passiert das nämlich. Ja, aber die meisten Frauen sind ja keine Jungfrauen mehr heutzutage, wenn sie in die Ehe gehen oder so. Ja, da in Europa. Ja, davon redet In der sogenannten christlichen Welt schon, aber nicht beim Islam zum Beispiel. Ja, ganz schlimm. Und da, wo auch keiner fragt sich, warum ist das so wichtig, dass sie eine Jungfrau ist? Ja. Also beim Mann fragt das ja keiner. Ja. Ne? Warum Nein. ist das so wichtig, dass die Frau Eine Frau kann sich selber entjungfern, alleine Ja. mit dem Finger, ja, also ja, aber oder? ne, das ist auch so eine Repression der Frauen, ne? Ja. Durch Männer wieder. Ja. Also, wo es wieder zeigt, dass wie Aber weißt, patriarchalisch. was ich denke, das wäre mal gerade das, was du jetzt da gelesen hast. Also einen Artikel verfassen und das drin reinnehmen. Ja, kann ich Und machen. den würde ich dem Quetzal vorlegen oder dem da, wenn er wieder einmal kommt. Aber sicher dem Quetzal vorlegen. Ja, gut. kann ich Wortwörtlich das, Ja. dass das erwähnt wird. Ja, und das ist eben 5. Buch Moses, also auch Teil der Tora, Ja. ne, der jüdischen Schriften. Ja. Insofern, das ist eigentlich, und gerade wo es im Islam eben mit der Scharia, dass Ja. das religiöse Gesetz sozusagen auch das weltliche Gesetz sein soll. Ja. Und das war früher ja so. Und eben manche schreien ja auch wieder, ne, der Fundamentalisten, Ja. ob es ultraorthodoxe oder eben christliche Fundamentalisten sind, Ja. dass man halt das wieder einführen soll, dann muss man Richtig. das im Grunde auch wieder Ja, einführen. richtig, ja. Du musst halt denken, die ganze Welt ist auf einer Theokratie aufgefangen. Wir haben den Islam, das ist eine Theokratie. Wir haben das Judentum, das ist eine Theokratie. Wir haben das Christentum, das ist auch eine Theokratie. Im Gegensatz steht zu dem Indien mit ihren vielen Götterei, Ja. Ja, oder? verstehe. Ja, die sind da noch liberaler Ja, ja. und offener. Ja, und die haben auch Stunken miteinander. Die kriegen Ja, jetzt ja. miteinander, oder? Ja. Pakistan und Indien, Ja. oder? Ja, das ist wieder die Hindus und die Moslems, Ja. die dann Ja. wieder Ja, stunk machen, ja. ja. Das war sehr, sehr. Ja. Ah. Also, Ja, ja. Also, gut. Vielen Dank. nichts danke. Und genau. Und dann. Aber es tut gut, ganz wieder mal über das kannst du reden, weißt du. Ja, es ist so absurd. Ist es? Aber ich muss auch gestehen, dass ich das eben als ich noch Christ war, ich war ja auch eben Konfirmandenunterricht und so weiter. Das liest man dann nicht. Man liest an andere Stellen. Ja, ja. Und selbst wenn man es dann doch mal liest, dann überliest man das. Ja, das war früher so. Ne? Oder das ist kulturhistorisch so zu sehen. Ja, ja. Oder ne, das war so ein Verhaltenskodex. Oder aber trotzdem, was für ein Gott muss das dann sein? Das fragt man sich dann nämlich Ja. nicht. Ne? Weißt du, ich hatte einen guten Pfarrer gehabt, den Pfarrer Zimmermann. Und das ist ein Mensch gewesen. Also ehrlich gesagt, ich bin nicht recht rausgekommen aus ihm. Er hat das, was er gelernt hat, Pfarrer, also Theolog, hat er auf der Kanzel einfach gelehrt. Aber er hat nicht daran geglaubt. Was er gesagt hat, hat er nicht geglaubt.
oder? Er hat über die Sachen nachgedacht, hat mit mir über die Sachen geredet und hat selber gesagt, also, ich kann solche Sachen nicht einfach nehmen und für mich zu glauben machen. Ich bin ein Mensch von der Wirklichkeit, von der Worte. Und ich sehe, dass das nicht stimmen kann. Das kann nie so gewesen sein. Oder? Ja. Er hat bei uns in der Schule Religionsunterricht gegeben. Ich habe alles zusammen von ihm erfahren. Ich habe bei ihm gelernt, wie die Sache wirklich aussieht und so weiter und so fort, oder? Aber auf der Kanzel hat er was ganz anderes. Auf der Kanzel hat er das müssen predigen. Das habe ich nie verstanden, dass er das überhaupt machen kann. Obwohl er den Quatsch nicht geglaubt hat, hat er das predigt auf der Kanzel. Ja. Nicht einmal seine Familie hat das gewusst, dass er nicht daran glaubt. Ja. Also sie die ganze Familie kennt, Kind und die Frau und alles zusammen. Ich weiss nicht, wie er das hat können machen, wenn er Schlag gekommen ist mit sich selber. Ja. Das ist mir heute noch ein Rätsel. Ja. Ich weiss nicht, wie er das gemacht hat. Und er hat ja das Vater noch kennengelernt. Ja, er war ja sogar im Schiff. Ja, ja. Ja. Also das habe ich nie verstanden. Ich weiss nicht, wie er das fertig gebracht hat. Weisst, ich bin ein Mensch, das zu sagen, was Wort ist, was Wirklichkeit ist. Ich sehe die Wirklichkeit, ich sehe die Worte. Und ich muss die so vertreten. Ich kann nicht irgendetwas anderes sagen. Ja. Wenn er das hat können, das ist mir ein Rätsel. Ja. Ja, könnte ich auch nicht. Also, da käme ich mir schizophren vor. Weißt du, Ich weiss so eine Persönlichkeit und so eine... Ja, Das, ich weiss nicht. Da kannst du sagen, er hat nicht zwei Persönlichkeiten gehabt. Na, er muss schon. Aber In der Tat. ich weiss nicht. Aber ich hätte da zu großen inneren Konflikt. Das hat er eben nie so zum Ausdruck gemacht, dass er irgendwie einen Konflikt hätte wegen dem. Ja. Eben. Weisst, wenn das gewesen wäre, dann könnte ich das begreifen. Ja. Oder? Ja, dann könnt ihr es begreifen. Aber er hat diesbezüglich keinen Konflikt gehabt. Ja. Ich weiss nicht, wie er es gemacht hat. Das ist mir einfach ein Rätsel. Ja. Ja. Ja, jetzt, ja, es gibt ja das Buch auch, Pfarrer Zimmermann, Ja, Hans-Georg. Genau. Ja, das gibt ein ganzes Buch von ihm. Ich weiß das nicht. Ja. Also, das ist mir einfach ein Rätsel. Das ist, und das bleibt wahrscheinlich ein meiner lebtiges Rätsel bleiben. Ja, also ich sehe das klarer, seitdem ich hier bin. So, jetzt über die Jahre. Ja. Kann ich das immer klarer sehen und lesen und dass ich dann nicht mehr drüber hinweglese, Ja, sondern ja. das so sehe, wie es ist. Das ist kriminell, das ist verbrecherisch, Ja, ja. das ist mörderisch, es ist menschenfeindliche Gesetze oder Ja, Anordnungen und so weiter. Ja. Und wenn jemand da sehr christlich ist oder so, dann lasse ich den. Da gehe ich nicht gegen an. Aber ich könnte da jetzt nicht irgendwie von Gott und Jesus reden und das predigen. Da würde Ich weiss nicht, wie er zu Schlag gekommen ist mit dem, dass er eben keinen Konflikt mit sich selber gehabt hat. Er ist so bei der Sache gewesen, bei den Worten, bei der Wirklichkeit. Und dass er das gleich hat können machen nebenzu. Ich weiss nicht, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Ja.
Und das habe ich nie können nachvollziehen. Denn er hat dich ja auch über Telepathie belehrt, ne? Ja, Am Anfang. Ja. Da also war er ja schon recht weit als Mensch in seiner Entwicklung. Gut, okay. Ich Ja, nun. danke dir.